Ja, hallo liebe Leute des gepflegten 3D-Drucks. Heute ist es soweit. Wir starten den Anycubic das erste Mal. Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst, um einen vernünftigen Stand zu haben: nach Möglichkeit einen Platz suchen, wo der Drucker nicht so viel Verkehr hat. Das heißt, irgendwo am besten in die Ecke stellen, dass dann halt so wenig wie möglich Leute vorbeilaufen. Weil solltet ihr mal so Materialien wie ABS oder ähnliches drucken, da ist jeder Windzug schädlich für den Druck. Und sucht euch da lieber einen Platz aus, der irgendwo schön in der Ecke ist, wo dann halt nicht so viele Leute dran vorbeilaufen könnten oder halt das Ding mitnehmen können. Dann wichtig, man sollte genug Platz nach hinten haben. Das heißt, wenn das Druckbett nach hinten ist, kann man auch im ausgeschalteten Zustand bis nach hinten schieben, bis zum Anschlag. Sollte es nicht die Wand hinten berühren, auch sehr wichtig. Dann hier seht ihr selber, hier ist ein bisschen kritisch, aber ich komme hier ohne Probleme mit der Hand vorbei. Das heißt, der kann hier hoch und runter fahren. Das funktioniert auch wunderbar. Ich habe schon ein, zwei Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, Mike, da musst du was machen. Da kommen wir aber später drauf zu. Hier die zwei Gewinde rein machen wir auch. Gewindebohrer habe ich da. Aber wir wollen erstmal das Gerät einschalten, das erste Mal jetzt sozusagen. Und dann mal gucken, was müssen wir alles machen. Das heißt, wir müssen das Bett einmal einstellen. Wie man das macht, zeige ich euch gerne. Und ich nehme euch dazu mit auf die Reise und werde dazu jetzt die Kamera anders positionieren, dass ihr dann halt auch genau seht, was mache ich, und ihr könnt dann halt besser zuschauen. Ich hoffe, wir kriegen das alles so hin, dass ihr das alles seht. Und wenn nicht, mache ich noch ein paar Fotos mit dazu, dass ihr dann halt ein bisschen mehr Informationen habt. Wenn das alles erledigt ist, habe ich hier ein bisschen Material da. Ich hoffe, dass auf der SD-Karte ein Probedruck drauf ist, weil beigelegt hatten sie 10 Meter und ich gehe davon aus, die 10 Meter sollten reichen. Ich sehe jetzt schon, dass meine Rolle, die ich hier habe, da nicht raufpasst. Also müssen wir da flexibel sein und dann was einfallen lassen. Aber bin ich ganz entspannt, weil ich habe hier nochmal einen Rollenhalter aus meiner eigenen Kollektion. Den können wir dann halt gerne mal benutzen. Und ja, fangen wir an. So, die Kamera steht jetzt an einer besseren Position. Materialmäßig habe ich mich umentschieden. Verballern wir die Reste hier. Und wir fangen einfach mal an. Wir schalten das Gerät ein. Da ist hier an der Seite ein Schalter. Ja, doch, seht ihr recht gut. Er macht ein bisschen Musik. Und dann schauen wir mal, was haben wir hier als Information. Gebe ich ja ein paar Fotos mit dabei. Oder kriegen wir die Kamera so hingestellt. Na, besser wird es nicht. Machen wir es mit den Fotos. Aber oh, das ist quasi das erste Menü, was ihr seht. Na, Foto wollen wir machen. Jetzt. Ja, das ist das erste, was ihr seht. Und da haben wir dann halt die Möglichkeit Print, Prepay, Tools oder System. Gehen wir mal ganz kurz bei System rein. Was können wir hier machen? Wir können hier die Sprache ändern, wir können hier den Ton anmachen und ausmachen. Und dann haben wir hier noch ein Informationssymbol. Gucken wir bei Sprache. Da können wir letztendlich nur auf Chinesisch oder Englisch. Nicht so schön, aber was soll's. Voice, Ton an, Ton aus. Das war's. Und hier ist Information. Hier können wir zum Beispiel erkennen, dass unser Bauvolumen 220 x 220 x 250 mm groß ist, dass wir die Firmware Cobra V282 drauf haben und der Maschinenname ist der Anycubic Cobra, die Versionsnummer, mehr steht da auch nicht bei. So, dann gucken wir bei Tools, dann haben wir hier Achsen bewegen, machen wir als allererstes mal alle nach Hause fahren sozusagen. Das eine ist ziemlich laut. Als wenn da gar kein Endschalter drin ist. Würde ich jetzt behaupten. Also ich würde es gerne nochmal machen.
Die fahren irgendwo gegen, aber nicht gegen den Schalter. Das ist jetzt einmal. Hier ist nirgendwo ein Schalter verbaut. Okay. So, haben wir. Dann kann man letztendlich hier sagen, okay, wir wollen die Achsen bewegen. Haben wir die Möglichkeit, machen wir mal wieder ein Foto hier. Ja, haben wir die Möglichkeit 0,1, 1 mm oder 10 mm. Machen wir mal hier 10 mm. Na, dauert, also okay, er fährt nicht weiter runter als eigentlich soll. Das funktioniert. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Temperatur einzustellen. Das Menü sieht dann wie folgt so aus. Aktuell haben wir eine Betttemperatur von 22 Grad. An der nächsten Zeile ist dann halt die Temperatur, die wir einstellen können. Eine Temperatur vom Nozzle mit 21 Grad. Die Temperatur, die wir einstellen können. Dann haben wir hier noch zusätzlich Cooling. Halt Temperatur. Und die Betttemperatur, die können wir gradweise hochstellen. Und es fängt, also das kleinste, was wir einstellen können, ist 30 Grad. Es heizt aber auch noch nicht. Es scheint erst dann anzufangen zu heizen, wenn man auf OK drückt. Und die kleinste Temperatur auf der Nozzle ist 170 Grad. Machen wir mal hier OK. Dann haben wir, zeige ich euch diesem hier auch noch, die Möglichkeit, dass wir auf Speed gehen können. Hier machen wir dann halt auch hier mal kurz. Dann können wir hier den normalen Lüfterspeed in Prozent. Hier ist gerade ein Lüfter angegangen. Und Motoren aus. Das ist da unten. Gucken wir mal ganz kurz hier bei Temperaturen rein. 29 Grad, 122 Grad. Wenn wir jetzt hier auf Stopp drücken, Temperaturen, ist das alles wieder auf Null. Okay, das funktioniert ohne Probleme. Also wir müssen alles vernünftig ordentlich einstellen. Und das Erste, was mir jetzt erstmal schon mal auffällt, ist, ich weiß nicht, ob ihr das hier in dem Video seht, aber das ist hier nicht fest. Ja, also ich kann das hier ohne Probleme, ja, Millimeter nach links und rechts bewegen. Ist halt nicht so schön. Und da ist das genauso wie mit den Rollen, die hier oben sind. Haben wir genau dieselben Rollen hier unten drunter. Das ist natürlich ein Foto, damit ich euch das zeigen kann. Einmal auf der Seite hier, wo nichts zum Einstellen ist. Und auf der Seite, wo was zum Einstellen ist. So, und dann haben wir hier wieder unseren besagten Schlüssel. Und dann müssen wir, wenn wir die Rollen einmal, ja, dann kann ich links und rechts letztendlich komplett alles bewegen. Sitzt sehr, sehr lose. Also, hopp, schon ein bisschen fester. Wie gesagt, so, dass man die Rollen immer noch leicht durchdrehen kann, aber nur leicht. Und dasselbe machen wir jetzt mit der hinteren Rolle auch noch.
So, jetzt sind die alle fest und damit sitzt automatisch auch das Bett ganz anders. Sollen wir, machen wir mal so, Auto-Leveling und dann geht es los. So, theoretisch sind wir jetzt auf Z0. In der Theorie. Das heißt, ihr dürft jetzt hier kein Blatt runterkriegen. Aber wenn ich hier mal schaue, ist hier immer noch Abstand. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz. Gucken, ob das funktioniert. Leveling, Set Offset. Passieren tut sich erstmal gar nichts. Jetzt. Da haben wir was. Bei minus 0,9. Minus 0,9 haben wir hier was. Oh. Da hängt er fest. 9,5. Okay. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich level das Bett mal von Hand. Und zwar Tools, Move Axis. Wir fahren mal 1 Millimeter nach oben. Sind wir außerhalb vom Druckbereich. Okay, wir probieren einfach mal. So, der nächste Schritt nach ihrer Anleitung wäre, wartet, Leveln, Set Offset, das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Prepare, Filament, Filament in. Oh, er heizt gleich auf 230 Grad volle Pulle hoch. Okay. So, dann nehmen wir mal hier das Filament, was wir rausgesucht haben. Zum Thema Wegschneiden, eigentlich ganz einfach. Wenn ihr das so habt, am besten ruhig etwas schräg wegschneiden, sodass dann halt vorne eine Spitze sozusagen entsteht. So, jetzt hatte man hier die Temperatur da. Jetzt können wir das erstmal hier einführen, bis wir einen Widerstand führen. Und dann drücke ich auf Filament in. Hier bewegt sich was. Muss man ein bisschen nachdrücken.
Und jetzt warten wir so lange, bis das Filament unten rausschmeißt. Also die haben den Drucker schon mal getestet mit weißem Filament. So, ich habe mal Stopp gedrückt. Keine Ahnung, wie lange er das weitergemacht hätte. Er schmeißt immer noch Filament hinterher. Das ist für mich ein Zeichen, dass das eigentlich viel zu heiß ist. So, dann gehen wir auf Stopp. Dann gehen wir mal auf Printing. Und dann machen wir mal hier Anycubic Cobra. Print. Er druckt.
So wie ihr sehen könnt, ist der Druck fertig. Hier steht da 1 Stunde 42 Minuten hat das Ganze gedauert. Ziehen wir mal so nach vorne und man kann jetzt einfach so die Platte hier abheben. Wohl temperiert. Und dann kann man das Ding runternehmen und die Platte ist sauber. So. Analysieren wir gleich. Legen wir die Platte mal gleich wieder hier rauf. Sehr stark magnetisch, das gefällt mir. Der Drucker kühlt komplett ab. Dann ist hier unten ein bisschen was, das man abmachen sollte dann nach dem Druck. Man muss nicht unbedingt mit diesem drucken, aber schauen wir uns den Druck im Großen und Ganzen mal an. Ich glaube, da müssen wir uns mal ein bisschen Licht holen, um uns den besser anzuschauen. Einen Augenblick. Ist nicht wirklich besser. So. So, gucken wir uns das nochmal an. Ein bisschen mehr Licht. Und wie ihr das seht, also ich sag mal, der erste Druck, der sieht schon sehr gut aus hier. Also ist Meckern auf hohem Niveau, sag ich mal. Ja, gucken, ob wir das eingefangen kriegen. Ja, da sind so ein paar kleine Stellen. Oben an den Ohren hat er ein bisschen Blasen gezogen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man so drüber guckt, dann sieht es schön aus. Hält man das aber ein bisschen so, dann sieht man doch schon die Rillen im Licht sich brechen. Guckt man gerade drauf, sieht man es nicht. Hier bei dem Fuß. Ja, ich hätte die Druckereinstellung wahrscheinlich ein bisschen anders gewählt. Hier scheint es so, als wenn hier direkt eine komplette lose. Aber das muss im Druck drin sein. Und die Unterseite, die sieht halt so aus. Könnte man quasi noch ein bisschen nach unten korrigieren. Set Offset. Dass es ein bisschen weiter runter geht. Aber so erstmal nicht schlecht. Was sagt ihr dazu? Schreibt einfach mal in die Kommentare. Und ich sage mal, der erste Druck ist erfolgreich durch. Und ja, was soll ich sagen? Aufbauen, einschalten, ein bisschen ausrichten und das reicht für den ersten Anfang. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, das ist ein Drucker. Damit kann letztendlich jeder Anfänger anfangen und wird damit Spaß haben. Und jetzt fangen wir letztendlich an, das Ding zu verbessern. Ich werde natürlich diverse Materialien drucken. PLA haben wir durch. Und wir machen dann einfach weiter. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen. Falls ihr keine Videos davon verpassen wollt, abonniert den Kanal. Denkt dran, im Februar kommt die Frage zur Verlosung. Weil den Drucker möchte ich halt auch nicht bei mir zu Hause behalten. Den Platz habe ich nicht. Und ich möchte halt noch mehr Geräte testen. Also geht der dann halt wieder weg. So wie der Sonulu. Und ja. Ich sage schon mal ciao, bis zum nächsten und ich wünsche was. Hier kommt ihr zu meinem Kanal. Hier oben, da könnt ihr eins meiner letzten Videos sehen. Und das hier unten, das könnte für euch auch interessant sein.